Hallo liebe Leute, ich bin der Matti, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kochkanal zu einer neuen Folge. Ja, der Matti wird heute was backen. Ich werde euch ein Rezept aus Italien vorstellen, ein Backrezept, ein Brotrezept, und zwar werde ich Focaccia machen. Das kennen bestimmt die meisten von euch. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein sehr altes Rezept, das haben damals schon die Römer gemacht. Ja, das Wort Focaccia wurde abgeleitet vom lateinischen Wort Focus, Herd, das wird im Herd gebacken. Wo sonst? Ja, es gibt zahlreiche Focaccia-Rezepte. Heute zeige ich euch einen Klassiker mit Tomaten, tollen Gewürzen. Ja, und wie man so eine sagenhafte Focaccia macht, das zeige ich euch in diesem Video, Leute. Also bleibt dran.
guckt euch das mal an, Leute, wie fluffig das ist. Und ich muss sagen, als ich den Teig zubereitet habe, als das schön aufgegangen ist, als ich das Tuch entfernt habe, mein Gott, mir kam so ein toller Duft entgegen. Ich hätte den Teig, ehrlich gesagt, fast schon roh gegessen. Und da habe ich mir so gedacht, mein Gott, wenn das Ganze erst gebacken ist, was muss das wieder toll sein? Und ja, habe ich seit Ewigkeiten, seit eh und je nicht mehr gemacht. Jetzt habe ich unheimlich viel Tomaten im Garten und habe ich mir gedacht, naja, komm, machst du mal Focaccia mit Tomaten. Ich hätte gerne noch Oliven dazu gemacht, aber dann isst es meine Frau nicht und das ist ja auch gerade das Tolle und du kannst es kreieren, wie du willst. Parmesan drüber, Mozzarella, Kapern, Oliven, Knoblauch, was man will und ja, jetzt habe ich Focaccia mit Tomaten gemacht. Mir läuft das, wegen so einem kleinen Stück läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen und ja, ich beiß jetzt mal rein. Leute, ich sag euch, Italien, das... Ja, Hilfe. Will auch was abhaben. Leute, das ist Italien pur, das ist sowas von lecker, total fluffig, luftig, der Teig, hocharomatisch, diese Gewürze, Tomaten, saftig. Ach, mit einem Wort, das ist einfach toll. Ja, natürlich freue ich mich über euer Feedback und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal, Leute, euer Matti.